Du lebst in einer Welt, die von Illusionen und Begrenzungen geprägt ist. Doch was, wenn ich dir sage, dass es eine Möglichkeit gibt, diese Matrix zu durchbrechen und ein erfüllteres, bewusstes Leben zu führen? In diesem Video werden wir gemeinsam die 7 kraftvollen Wege enthüllen, um aus dem Gefängnis der Illusionen auszubrechen und in eine Welt voller Freiheit, Selbstverwirklichung und grenzenlosen Bewusstsein einzutauchen. Sei gespannt auf diese lebensverändernde Reise, die dein Verständnis von Realität und Möglichkeiten revolutionieren wird. Bleib dran, um die Geheimnisse zu lüften und das wahre Potenzial deines Lebens zu entdecken. Hi, mein Name ist Marco Lorenz. Ich bin Bewusstseinscoach und ich möchte in diesem Video mit dir gemeinsam die 7 Wege durchgehen, die dich befreien aus deinem Verstand und dich in ein erfülltes Leben bringen. Ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Spiritualität, mit dem Thema Bewusstsein, Bewusstseinsforschung und Bewusstseinserweiterung vor allem und habe mir viele Gedanken gemacht, wie man ausbrechen kann aus dieser Dualität. Ja. Und dazu habe ich 7 Wege vorbereitet und ich starte direkt mit dem ersten Weg, um nicht drum herum zu reden. Ja. Der erste Weg, ich nenne es, und ich habe zu jedem dieser Wege viele Tipps, die ich dir gleich durchgehen werde. Das heißt, das Video kann sein, dass es ein bisschen länger wird als sonst, aber es wird sich auf jeden Fall lohnen für dich, weil du wirst sehr, sehr viel in diesem Video lernen. Also, der erste Weg ist, das Bewusstsein zu schärfen. Ich habe hier eine große Mitschrift bei so viel Content gemacht, das heißt, ich werde ein paar Sachen vorlesen. Also das Bewusstsein zu schärfen durch zum Beispiel Meditation, Achtsamkeit, Selbstreflexion, dich mit deinem wahren Selbst zu verbinden, näher zu kommen und die Illusion dadurch zu erkennen, die dein Leben beeinflussen. Und wir starten gleich mit 8 Punkten, die dafür zuständig sind, die du tun kannst, um dein Bewusstsein zu schärfen. Der erste Punkt ist Meditation. Vor allem regelmäßige Meditation hilft dir, deinen Geist zu beruhigen, innere Ruhe und Harmonie zu finden und ein erhöhtes Bewusstsein zu erreichen. Ja. Ich habe dazu sehr, sehr viele Videos gemacht. Ich habe auch eine eigene Meditation Academy, wo ich sehr, sehr viele Kurse darüber gebe. Der zweite Punkt ist Achtsamkeit. Ja. Über Achtsamkeit im Alltag, atme bewusst. Ich habe gemerkt, wenn wir atmen alle zu wenig und zu flach. Wenn wir anfangen, wirklich bewusster und mehr und tiefer zu atmen, dann wirst du merken, wenn du langsam atmest und du bewegst deine Hand von da darüber, dann kommt der Verstand und sagt, jetzt bewege ich meine Hand darüber, jetzt ist sie dort. Wenn du aber bewusst atmest und tiefer atmest, dann tust du es einfach. Dann gibt es keinen Grund, darüber nachzudenken. Und das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Das heißt, über Achtsamkeit im Alltag, indem du bewusst im Hier und Jetzt lebst und deine Gedanken und Emotionen beobachtest, ohne sie zu bewerten. Also du gehst in die Vogelperspektive. Das nächste ist, dass du bewusst Atemübungen machst, wie Pranayama oder bewusstes Atmen, können dir helfen, deinen Geist zu klären und das Bewusstsein zu schärfen. Ja. Nächster Punkt ist Yoga. Yoga ist eine Methode, die dir hilft, dein Körper-Geist-Seelensystem zu einer Einheit zurückzuführen, weil oft vernachlässigen wir unseren Körper oder wir vernachlässigen unsere Seele oder wir vernachlässigen unseren Geist. Und wenn diese drei du nicht diese drei fütterst gleichzeitig, ja, in einer Harmonie, dann wirst du irgendwo eine Disbalance spüren. Ja? Und deswegen ist es wichtig, auf alle 3 Teile Körper, Geist und Seele zu achten und für jedes dieser 3 Teile etwas zu tun. Ja. Dann empfehle ich dir Journaling, dass du anfängst, täglich deine Gedanken, Gefühle, Erfahrungen und so weiter niederzuschreiben, um dein inneres Selbst besser zu sehen und zu verstehen und dadurch eine Art Schattenarbeit zu machen und Selbstreflexion zu machen, was du heute vielleicht doch nicht so gut gemacht hast oder welche Gedanken dich blockiert haben, wie du reagiert hast auf Sachen und da eben viel besser drauf eingehst. Ja.
Das nächste, was ich dir empfehle, ist Lesen und Lernen. Ja. Lies inspirierende Bücher, höre Podcasts, besuche Workshops, schau dir spirituelle Videos an, bewusstseinserweiternde Videos. Beschäftige dich mit den philosophischen Themen, die dein Wissen in Bezug auf Bewusstsein erweitern. Ja? Denn es gibt Studien, die haben einfach gezeigt, wenn wir aufhören, uns weiterzubilden, dann bilden sich im Gehirn Neuronenmuster, die gleich sind. Das ist so wie Autobahnen. Hast deine Reaktionen werden immer dieselben sein. Wenn du dich aber weiterentwickelst, immer neue Sachen hinzufügst in dein Gehirn, neues Wissen, vor allem in Bezug auf Bewusstseinserweiterung, Spiritualität, Achtsamkeit und Co., dann wirst du dadurch automatisch nicht mehr an den alten Mustern der Autobahn festhalten, sondern du entwickelst ein riesengroßes Netz, eine riesengroße Karte, die schlussendlich dein Verhalten reguliert und nicht mehr diese Muster, die dein Verhalten regulieren, wie diese Autobahn, wo du ganz klar immer mit derselben Reaktion reagierst. Ja. Denn durch das neue Wissen hast du natürlich eine andere Möglichkeit zu reagieren und deswegen wirst du eine andere Persönlichkeit entwickeln und eine andere Persönlichkeit bedeutet ein anderer Bewusstseinszustand. Ja. Das nächste ist Selbstreflexion. Ja. Also nimm dir wirklich regelmäßig Zeit für Selbstreflexion mit dir selbst, mit deinem Partner, um deine Gedanken und Emotionen zu analysieren und erkenne, wie sie dein Leben beeinflussen. Übrigens habe ich dazu ein Video gemacht, was ich dir empfehle anzusehen. In diesem Video gehe ich auf die 12 Systeme der Verhaltenssteuerung ein. Dieses Video ist ein Teil eines Seminars, was ich produziert habe, nennt sich Breakthrough in der Meditation Academy, Chapter 1, also über 20 Stunden, wo wir auf die Psychologie, die ganzen Muster im Gehirn eingehen. Also sehr, sehr spannend, wenn dich dieses Thema interessiert. Ja. Dann der 8. Punkt ist Ernährung. Ja. Achte auf eine ausgewogene Ernährung, die reich an Antioxidanten ist, Omega-3-Fettsäuren, die in der Früh Vitamine oder den Vitaminhaushalt befüllst und deine geistige Leistungsfähigkeit zu unterstützen. Ich zum Beispiel nehme jeden Tag in der Früh Lavita und mische das mit Aminosäuren und EAAs und BCCAs, damit einfach mein kompletter Vitaminhaushalt gefüllt ist in der Früh. Denn es ist so, wenn du irgendwelche Stimmungsschwankungen hast oder Krankheiten oder was auch immer, dann liegt es daran, dass du in der Regel einen Vitaminmangel hast. Und ich trinke das jeden Tag in der Früh, fühle damit sozusagen meinen Vitaminhaushalt an. Das kannst du in einer großen Blutprobe nachsehen, wie dann alle Werte komplett auf 100% sind. Wenn du das nicht tust, dann wird es irgendwo einen Mangel haben, weil durch Ernährung kriegen wir das Ganze nie auf 100%. Ja, weil alles, was du isst, hast du natürlich, da fehlt dir, bei den einen fehlt dir Eisen, bei den anderen fehlt dir B, Vitamine und so weiter. Ja. Das war der erste Schritt, Bewusstsein schärfen. Ich werde zu jedem dieser 7 Schritte noch ein eigenes Video machen und viel detaillierter und noch viel mehr Techniken und Tipps machen, wie du dein Bewusstsein schärfen kannst. Also ich werde dazu noch mehrere Videos machen, dass du Bescheid weißt. Ja. In diesem Video gehe ich einfach grob diese 7 Phasen durch und gehe auf die wichtigsten Tipps ein. Ja. Das nächste ist eine Informationsdiät, Schritt 2, also Weg 2. Ja. Begrenze den Konsum von Mainstream-Medien und negativen Informationen, um dich auf positive, inspirierende Inhalte zu konzentrieren, die dein Bewusstsein erweitern. Ja. Und dafür, erster Tipp ist, setze Zeitlimits. Begrenze die Zeit, die du täglich für das Konsumieren von Nachrichten, sozialen Medien, anderen Informationsquellen aufwendest. Zum Beispiel könntest du entscheiden, dass du nur 30 Minuten täglich dich mit sozialen Medien beschäftigst. Ja, ich zum Beispiel habe oft Phasen, wo ich mein Handy einfach den ganzen Tag auf der Toilette lasse. Das heißt, wenn ich aufs Klo gehe, dort habe ich Handyzeit als Beispiel. Ne? Und wenn ich rausgehe, nehme ich mein Handy nicht mit, ich lasse es einfach dort, weil ich dadurch gemerkt habe, dass ich viel produktiver bin und nicht die ganze Zeit auf WhatsApp und so weiter irgendwie bin. Das nächste ist, nutze Technologie bewusst. Schalte Benachrichtigungen auf dein Smartphone und Computer aus, Ablenkungen zu minimieren. Plane gezielte Zeiten, um E-Mails und Nachrichten zu checken. Ja, und das habe ich schon seit vielen Jahren in mein Leben integriert. Das war eines der größten Revolutionen, um mich in den Flow-Zustand zu bringen, um produktiv zu werden, indem ich einfach keine E-Mails mehr am Handy habe, indem ich meine ganze Push-Notifikation von WhatsApp und von den ganzen Apps, die ich habe, alle deaktiviert habe und dadurch einfach mein Handy nichts mehr tut. Es piepst nicht mehr. Es zeigt mir keine Nachrichten an. Erst nur, wenn ich bewusst hingehe, dann werde ich das öffnen und das lesen und so werde ich nicht mehr das Gehirnprogramm ist nämlich darauf eingestellt, die ganze Zeit kommen Nachrichten und jetzt kommt eine Nachricht und ich will sehen, wer was geschrieben hat. Ja? Und das ist halt dann einfach weg und du kommst halt viel besser
bei dir im Hier und Jetzt an dadurch. Ja. Das nächste ist, reflektiere über den Informationskonsum, den du hast. Ja. Also nimm dir regelmäßig Zeit, um über die Art und Weise, wie du Informationen konsumierst, nachzudenken und frage dich, welche Informationen für dich wirklich relevant sind und welche nicht relevant für dich sind. Ja. Der vierte Tipp ist, lerne Nein zu sagen. Ja. Sei selektiv bei Informationen, die du konsumierst. Lerne Nein zu sagen, wenn die Informationen angeboten werden, die nicht zu deinen Prioritäten passen. Und schlussendlich schaffe Informationspausen. Ja? Plane regelmäßig Pausen vor deinem Informationskonsum ein, um deinen Geist und eine Pause zu gönnen, um deine geistige Gesundheit zu fördern. Ich zum Beispiel habe vorm Schlafengehen, die letzten 2 Stunden, bevor ich schlafen gehe, fasse ich mein Handy nicht an. Und wenn ich ins Bett gehe, lasse ich das Handy bewusst nicht im Schlafzimmer, sondern ich lege es am anderen Ende der Wohnung hin, damit ich bewusst nicht in der Früh mein Handy nehme und dann mal eine halbe Stunde irgendwelche sozialen Medien konsumiere. Und wenn du das tust, ja, dann wirst du merken, dass dein Tag ganz anders beginnt. Ja. Er beginnt mit dir, er beginnt mit deiner Meditation, vielleicht mit deinem Buch, anstatt mit dem Handy. Und wenn du dich mit dem Handy verschmilzt mit Social Media, dann ja, bist du halt schon in diesem Opfersystem drin, wo du einfach schon drauf programmiert wirst, was passiert gerade und so weiter. Ne? Weg 3 ist eine energetische Reinigung. Ja? Lerne, wie du negative Energien aus deinem Körper und deiner Umgebung entfernst, um deine Schwingungsfrequenz zu erhöhen und dich mit der höheren Wirklichkeit zu verbinden. Und das ist sehr, sehr wichtig, ja? Weil wenn du, es gibt sogar wissenschaftliche Studien, die nachgewiesen haben, dass in unserem Körper, in unserem System die negativen Emotionen und so weiter wirklich sich als Frequenz festklammern. Deswegen gibt es ja auch innere Kindauflösung und Traumatherapie und so weiter. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass du dich von diesen negativen Energien, Frequenzen befreist. Und dazu habe ich dir 3 Tipps vorbereitet. Der erste Tipp ist, und das habe ich gemerkt, was sehr, sehr gut wirkt, ist Räucher. Ja, dass du wirklich Räucherwerk wie Salbei, Weihrauch, Palo Santo nutzt, um negative Energien aus deinem Zuhause, von deinem Arbeitsplatz zu vertreiben. Öffne die Fenster, Türen, um den Rauch von den negativen Energien abzuleiten. Gehe dabei in jedem Raum systematisch vor und eine gründliche Reinigung durchzuführen. Ich habe gemerkt, was sehr, sehr stark ist, wenn du in den Wald gehst, in deine Nähe und du am Baum Harz findest. Ja, nimm das Harz mit und wenn du das Harz räucherst, dann ist es eines der stärksten Sachen, die du tun kannst. Das wirst du sofort spüren. Auch jemand, der nicht sensibel ist, der das nicht mitbekommt, der wird trotzdem spüren, dass sich das jetzt plötzlich gut anfühlt, dass hier eine ganz andere Schwingung im Raum entsteht. Das nächste ist Kristalle. Nutze Kristalle wie Rosenquarz, Amethyst, schwarzer Turmalin. Das kann dir helfen, oder Organite, Energien abzuleiten und positive Energien zu fördern. Platziere die Kristalle in deinem Zuhause so, trage sie bei dir oder meditiere mit ihnen, um energetische Vorteile zu erhalten. Und schlussendlich Achtsamkeit und Selbstfürsorge. Ja. Achte auf deine Gedanken, auf deine Gefühle. In der Regel ist es so, dass unsere Gedanken erschaffen Emotionen, die Emotionen erschaffen Bewusstseinszustand und der Zustand ist das, was schlussendlich dazu führt, was du heute erlebst. Ja. Heißt, versuche, negative Denkmuster zu erkennen und sie zu verändern über die Selbstfürsorge, indem du regelmäßig Zeit für dich nimmst, indem du dich entspannst, Bewegung, gesunde Ernährung, positive soziale Kontakte pflegst und in Interaktion mit ihnen gehst. Und das sind alles Praktiken, die dir wirklich dazu beitragen, dein Energiefeld zu stärken und dich von negativen Energien abzuwehren. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, eines der wichtigsten Punkte überhaupt, damit du aus der Dualität, aus der Matrix entkommst, und zwar Herzöffnung. Ja? Denn wenn dein Herz geöffnet ist, dann verschwindet das dualistische Bewerten, dann verschwindet dieses Bild von ich bin getrennt, sondern du fühlst dich plötzlich verbunden mit jedem und mit allem und das führt dich in die göttliche Ordnung und dann bist du in einer anderen Matrix. Ja. Also kultiviere Liebe, Mitgefühl, Vergebung, um dich mit den höheren Frequenzen des Universums zu verbinden, also mit der Liebe zu verbinden und dadurch die Illusion der Trennung aufzulösen. Und dazu habe ich
für dich 4 Tipps, was du tun kannst. Und zwar mache herzöffnende Meditationen. Ich habe zum Beispiel die Morning Night Meditation. Da gibt es eine 10-Minuten-Version, eine 20-Minuten-Version, eine 30-Minuten-Version und eine 45-Minuten-Version kannst du kostenlos in der App runterladen. Und dort, wenn du die regelmäßig machst, die ist spezialisiert darauf, dein Herz zu öffnen, in die Dankbarkeit zu gehen, in das Mitgefühl zu gehen und so weiter, dich mit höheren Energien und Frequenzen zu verbinden. Geh einfach in die App, kannst kostenlos testen, 7 Tage lang. Und dort in der Kategorie Meditation, in der Kategorie geführte Meditation findest du die Morning- und Night Meditation und von jeder gibt es 4 Versionen. Der eine hörst du in der Früh und der andere am Abend und dann kannst du je nach Zeit, wie viel du hast, dich wirklich darauf programmieren. Wenn du sie regelmäßig hörst, wirst du einen riesengroßen Unterschied merken. Ich habe da zu der Frequenz, zu der Meditation das meiste Feedback bekommen und ist auch eines der meistverkauften Meditationen im Shop und ja, es ist einfach, nutzt das, du wirst nach ein paar Tagen schon einen riesengroßen Effekt in deinen Zustand merken. Ja. Auf jeden Fall herzöffnende Meditationen, führe eine geführte Meditation durch, wie zum Beispiel die Morning-Night-Meditation oder die Herzchakra-Meditation, gibt es auch eine eigene. Weil dadurch konzentrierst du dein Bewusstsein, deine Achtsamkeit auf das Herzchakra und wenn du dir dann auch ein grünes Licht dabei vorstellst, wie es bei deiner Brust wächst und sich ausdehnt, um dein Herz zu öffnen, um dich in dieses Mitgefühl zu bringen, dann wirst du einen großen Effekt merken. Ja. Das nächste ist Atemarbeit, also praktiziere Atemübungen, wie ich schon gesagt habe, die den Brustkorb öffnen und das Herzchakra aktivieren. Solche Übungen nennt man Herzatmung, bei der du tief einatmest und dir vorstellst, wie die Luft direkt in dein Herz fließt und dann langsam ausatmest, während du Liebe und Mitgefühl aussendest. Das ist eine wundervolle Technik, die dein Herz öffnet. Ja. Das nächste ist, praktiziere Dankbarkeit. Ja. Dankbarkeit, schreibe jeden Tag eine Liste. Es gibt auch auf Amazon wundervolle Dankbarkeitstagebücher, wo du jeden Tag Sachen, für die du heute dankbar bist, reinschreibst. Und es gibt wissenschaftliche Studien, die gezeigt haben, wenn du dankbar bist, wenn du wirst ein dankbarer Mensch und das erzeugt im Gehirn andere Hormone, ein anderes Verhalten und du bist einfach glücklicher, du stehst jeden Tag glücklicher auf. Und deswegen ist es vor allem wichtig, nicht nur dankbar zu sein, sondern vor allem dankbar für die Kleinigkeiten, dass du atmest, dass du gesund bist, dass du gerade keine Probleme hast und so weiter. Für die Kleinigkeiten, dass du ein Dach über dem Kopf hast, dass du heute was zum Essen hast. Also für diese Kleinigkeiten im Leben dankbar zu sein und für die normalen Dinge natürlich auch. Ja? Weil wenn du lernst, für die Kleinigkeiten im Leben dankbar zu sein und du bist im Wald und du siehst gerade einen Vogel vorbeifliegen und empfindest da schon Dankbarkeit, dann wirst du viel glücklicher sein und wirst ganz anderer Hormonhaushalt integrieren, der eben ein Glücksgefühl bei dir passiv erzeugt. Ja. Also schreibe sozusagen jeden Tag eine Dankbarkeitsliste, wo du dich auf das Positive konzentrierst. So kannst du dein Herz öffnen und eine tiefere Wertschätzung dir selbst und das Leben und anderen Menschen um dich herum entwickeln. Ja. Nächster Punkt ist Vergebung und Mitgefühl. Ja. Es wird Zeit für manche Menschen, dass sie einfach lernen loszulassen, dass sie lernen zu vergeben, dass sie lernen Mitgefühl für ihre Mitmenschen, für Menschen, die sie verletzt haben, zu integrieren. Ja. Also atme an deiner Vergebung von dir selbst gegenüber, anderen Menschen gegenüber. Versuche Mitgefühl für dich selbst und für andere Menschen um dich herum zu integrieren und zu kultivieren, indem du dich in die Lage von ihnen versetzt und versuchst, ihre Gefühle und Bedürfnisse zu verstehen. Vor allem, wenn du Chapter 1 kennst von der Meditation Academy, dann wirst du genau wissen, warum jemand etwas tut, was für ein Muster der hatte, was für eine Kindheit ihn geprägt hat, was sich daraus entwickelt hat und warum der sich so verhält, wie er sich verhält. Und dadurch hast du ein tiefes Verständnis des Benehmens anderer Menschen, der Politik, Politikern, wen auch immer gegenüber. Und dadurch wirst du durch dieses Mitgefühl und Verständnis einfach auch Verständnis für dich selbst haben und aufhören, einfach andere zu bewerten. Und dadurch wirst du einfach in ein höheres Bewusstsein kommen. Ja. Der nächste Weg, der nächste große Schritt ist Intuition entwickeln. Und da habe ich dir 3 Tipps vorbereitet. Und zwar stärke deine Intuition, um dein inneres Wissen und Führung zu empfangen und dich auf deinen spirituellen Weg zu navigieren. Und das tust du, indem du lernst, auf dein Bauchgefühl zu hören. Und ich weiß, für viele ist es sehr, sehr schwer. Aber lerne auf
auf deine Instinkte, Bauchgefühle zu hören, um ihnen zu vertrauen, auch wenn sie manchmal irrational erscheinen mögen, denn es ist immer so, es kommen entweder Impulse von deinem Verstand oder Impulse von deinem höheren Selbst. Und der Punkt ist zum Beispiel, das kennst du sicher, wenn du Gedanken hast oder Impulse, wo du gefesselt wirst, wo du nicht mehr aus kannst, wo du darüber gar nicht mehr nachdenken kannst, weil es schon ganz klar ist, dass du das tun musst oder so, du siehst die Person und du weißt, du musst mit der reden und so. Ja. Das ist, weil du in der göttlichen Führung bist, weil deine Intuition dir sagt, hey, da geht dein Weg hin. Ja. Und übe Entscheidungen auf der Grundlage deiner inneren Führung zu treffen, anstatt nur auf logische Analysen zu setzen. Ja, und das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Dann führe ein Intuitionstagebuch. Schreibe regelmäßig deine intuitiven Eingebungen und Träume auf. Notiere, wie sich diese Eingebungen anfühlen, was damit passiert ist, wie sich das entwickelt hat. Und versuche Muster zu erkennen, um deine Intuition besser zu verstehen und dieses Gefühl, okay, was ist von meiner höheren Selbst, was ist Intuition und was ist von meinem Verstand. Und das ist ganz einfach, die Formel ist ganz einfach. Immer wenn du eine Intuition hast und du denkst dann darüber nach und zerdenkst das aus allen möglichen Perspektiven, dann weißt du, dass das nicht Intuition war, sondern dass es von deinem Verstand war. Wenn du aber einen Geistesblitz hast oder eine Intuition hast und du tust nicht mehr darüber nachdenken, weil es schon ganz klar ist, dann weißt du, wow, so fühlt sich das an, wenn mein höheres Selbst mir Impulse schickt und so fühlt sich das an, wenn mein Verstand mir Impulse schickt. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und wenn du dieses Gefühl lernst zu unterscheiden, dann weißt du, okay, so kommst du dann viel öfter in diese Schleife der Eingebungen des höheren Selbstes und das wird dir massiv helfen, dein Leben zu verbessern. Übrigens, wenn du das Gefühl hast, dieses Video kann anderen Menschen helfen, ja, die du kennst und sagst, wow, da sind so viele tolle Tipps dabei, dann teile das Video an deine Freunde, teile es auf Facebook, teile es auf WhatsApp, damit viele Menschen von diesem Wissen profitieren. Und wir haben noch sehr, sehr viele Sachen, die wir jetzt gleich durchgehen werden. Also freu dich noch auf das, was kommt. Und vielen lieben Dank, dass du diesen Kanal abonnierst. Falls du es noch nicht getan hast, dann mach es jetzt. Like das Video und schreib mir einen Kommentar, wo du sagst, hey Marco, bitte dreh dazu noch ein Video. Dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir einen Kommentar schreibst, einfach um diesen Kanal zu unterstützen, damit wir den Algorithmus wieder auf Vordermann bringen. Ja. Also, das nächste, was dir hilft, deine Intuition zu entwickeln, ist deine Kreativität zu fördern. Also kreative Aktivitäten wie Malen, Schreiben, Tanzen, Musik produzieren, musizieren können dazu beitragen, den intuitiven Teil deines Geistes zu aktivieren. Indem du kreativ dich ausdrückst, kannst du deine Intuition stärken, um einen besseren Zugang zu deiner inneren Weisheit zu erhalten. Ja. Was ich gemerkt habe, ist, dass Intuition, wenn man halt wirklich dieses Gefühl unterscheiden kann, ja, und du lernst wirklich auf deine Intuition zu hören, dann ist es wundervoll, weil dann gibt es halt diese Impulse vom Verstand und dann wird darüber nachgedacht und so weiter. Und dann lernst du, wow, das ist so einfach und so klar und du musst gar nicht mehr darüber nachdenken, dass du dann langfristig aufhörst, auf deinen Verstand zu hören und Dinge zu zergrübeln. Ja? Und dadurch kommst du automatisch in einen höheren Bewusstseinszustand, weil du erkennst, dass dieses ganze Konzept des dualistischen Denkens und Zerdenken und Zergrübeln und dein Verstand, dass das zu einer Sackgasse führt. Ja? Weil dein höheres Selbst weiß was es tut. Und das führt dich auf diesen Weg. Und so entkoppelst du dich von deinem Verstand und dann gehst du nur noch den Weg der Intuition und der Herzöffnung und dann wirst du sozusagen aus der Matrix ausbrechen. Das nächste, habe ich dir 5 Tipps vorbereitet, ist deine Authentizität zu leben. Ja? Entdecke deine wahre Identität und lebe nach deinen Werten. Also erkenne, was für Werte du hast, welche Überzeugungen du hast, um der Matrix der gesellschaftlichen Erwartungen, dass du das durchbrichst. Ja? Und dazu helfen dir 5 Tipps. Und der erste Tipp, den ich dir geben möchte, ist, eine ehrliche Kommunikation zu haben. Ja? Das heißt, dass du wirklich offen und ehrlich dir selbst gegenüber bist, anderen Menschen gegenüber bist, über deine Gedanken, Gefühle und Meinungen sprechen kannst. Authentische Kommunikation schafft Vertrauen. Es gibt Studien nachgewiesen, dass
Selbstoffenbarung und offene Kommunikation das ist, was eine glückliche Beziehung ausmacht. Und wir haben mit jedem Menschen eine glückliche Beziehung. Ja. Somit ist diese authentische Kommunikation schafft Vertrauen, fordert tiefere Verbindungen mit anderen, sei dabei respektvoll und höre anderen einfach aufmerksam zu, um einen konstruktiven Dialog zu ermöglichen. Ja. Ich habe zum Beispiel mein 100.000 Abonnenten-Special, da habe ich knapp eine Stunde eine komplette Selbstoffenbarung gemacht, über mein Leben erzählt, einfach weil ich das gelernt habe. Und das war früher auf keinen Fall so. Ja. Und deswegen ist es wichtig, diese ehrliche Kommunikation zu integrieren. Ja. Der nächste Tipp ist, den ich dir geben möchte, ist, setze Grenzen. Ja. Lerne deine Bedürfnisse und Grenzen zu erkennen. Und da nochmal ein Tipp an, falls du es noch nicht kennst, Chapter 1, Breakthrough in der Meditation Academy. Dort wirst du einfach lernen. Du wirst lernen, was deine Grenzen sind, welche Muster du hast, warum die Muster da sind, wie sie entstanden sind, wie du sie auflösen kannst. Da gehen wir den kompletten Ego-Zeug durch und deine ganzen Muster, die dein Verhalten steuern und regulieren. Und dann wirst du dich selbst komplett verstehen und deine Mitmenschen verstehen. Und das wird alles normal verändern. Ja. Nur so als Tipp. Ja. Weil wie gesagt, in diesem Video, das dauert jetzt vielleicht ein bisschen länger, aber dort hast du 22 Stunden nur dieses eine Thema. Und das ist Tiefenpsychologie auf hohem Niveau. Ja. Also setze Grenzen, lerne deine Bedürfnisse, Grenzen zu erkennen und sie klar und respektvoll zu kommunizieren durch ehrliche Kommunikation und Selbstoffenbarung. Indem du deine eigenen Grenzen respektierst und die Grenzen anderer achtest, lebst du deine Authentizität und förderst eine gesunde Beziehung. Das nächste Tipp ist, Verantwortung übernehmen. Wir sehen uns oft als Opfer der Umstände, Opferrollen, aber wenn wir in die Verantwortung gehen, dann stehst du zu deinen Entscheidungen, du handelst, du stehst zu deinen Handlungen, du stehst zu deinen Fehlern. Wenn du Fehler gemacht hast, bereit zu sein, Verantwortung zu übernehmen, dich zu entschuldigen, daraus zu lernen. Und das ist vollkommen okay, Fehler zu haben. Denn wir alle haben ein Urtrauma, und zwar das Trauma unserer Kindheit. Und zwar, das ist das Urtrauma Angst vor Bestrafung. Und deswegen verstellen wir uns, setzen Masken auf und so weiter, weil wir Angst haben, dass unser Partner uns bestraft und weil wir Angst vor diesen negativen Emotionen haben. Aber in Wirklichkeit kann uns der Partner ja gar nicht bestrafen, es sei denn, wir gehen in die totale Opferrolle und lassen uns von ihm dominieren. Und deswegen wach auf, komm zu dir, finde dein wahres Selbst und lebe deine Authentizität und dann ist man gleichgestellt und dann machst du Selbstoffenbarung, ehrliche Kommunikation, Reflexion mit dem Partner und dann wirst du merken, wie dein Leben sich komplett verändert. Ja. Also Verantwortung zu übernehmen, dich zu entschuldigen, daraus zu lernen. Authentizität bedeutet auch, sich selbst und anderen gegenüber verantwortlich zu sein. Der nächste Tipp ist Selbstakzeptanz und Selbstliebe. Ja. Lerne dich selbst mit allen deinen Stärken und Schwächen anzunehmen und zu lieben, indem du dich selbst annimmst und dir selbst gegenüber Mitgefühl zeigst, kannst du auch anderen gegenüber authentisch und empathisch sein. Wenn ich dazu noch mehr Videos machen soll zu diesem Thema Selbstakzeptanz und Selbstliebe, bitte schreib es mir jetzt in die Kommentare hinein. Wenn da genug Nachrichten sind, dann werde ich dein eigenes Video dafür produzieren, weil ich glaube, ich habe so das Gefühl, sagt mir meine Intuition, dass da bei einigen es noch ein bisschen hakt. Ja. Nächster Punkt ist Selbstreflexion. Das hatten wir schon ein paar Mal, das ist einfach so wichtig. Verbringe regelmäßig Zeit damit, über deine Werte, deine Überzeugungen, deine Ziele nachzudenken. Je besser du dich selbst kennst, je besser du deine Werte kennst, desto leichter fällt es dir, Entscheidungen zu treffen und deine Verhaltensweisen zu wählen, ja, die deiner wahren Natur entsprechen. Es ist immer so Reiz und Reaktion. Dazwischen gibt es einen Raum, das heißt, passiert etwas, ein Ereignis und eine Reaktion auf dieses Ereignis definiert, wer und wie du bist. Und wenn du diesen Raum nicht mehr automatisiert machst, das heißt, sprich Reiz und deine Reaktion ist automatisiert, sondern es passiert ein Reiz und du kommst in dein Selbst und du handelst nur noch auf Intuition und nicht mehr auf deinen Mustern, dann bist du dein wahres Selbst und dann bist du nicht mehr in der Matrix, ja, sondern du bist in der Erleuchtung, in der göttlichen Matrix. Und schlussendlich landen wir beim letzten Weg, und zwar Eingliederung in die göttliche Ordnung. Ja. Es gibt universelle Naturgesetze, die das Universum durchdringt. Ja. Zum Beispiel gibt dir das Universum deutliche Zeichen,
dass dein Partner und so weiter nicht zu dir passt, ja. Aber du hältst dich nicht daran. Und dann kommt schon die Phase 2, dein Körper wird krank, wenn diese Person in deiner Nähe ist, dann fühlst du dich unwohl und so weiter, ja. Und schlussendlich kommt Phase 3, wenn du immer noch nicht drauf gehört hast, dann eskaliert das Ganze, es passiert ein Drama, irgendwas Schlimmes, ihr streitet euch und keine Ahnung was. Und dann trennt sich das Universum, du dich mit dieser Person. Und das gilt nicht nur auf andere Personen, sondern auf alle möglichen Dinge im Leben. Das heißt, das Universum kommuniziert die ganze Zeit mit dir. Dieses Problem ist, wir sind so im Verstand, dass wir die Sachen und die Zeichen der göttlichen Ordnung nicht mehr wahrnehmen können. Ja. Und dazu habe ich dir 7 wertvolle Tipps vorbereitet, die wir gleich durchgehen. Und glaub mir, der letzte Tipp ist eines der wichtigsten Tipps für mich persönlich. Erster Schritt und erster Tipp, um in die göttliche Ordnung zu kommen, um dich damit zu verbinden, ist, dass du selbst Kanal für die Liebe wirst. Ja. Setze die Absicht, Liebe, Licht und Positivität in die Welt zu bringen. Sei freundlich, sei hilfsbereit, sei unterstützend gegenüber anderen und nutze deine Talente, deine Fähigkeiten, um das Leben der Menschen um dich herum zu verbessern, indem du einen Kanal für die Liebe wirst und diese Liebe aussendest. Ja, du musst nicht schauen, wie fühlt sich das an, sondern spüre es und tue es einfach. Ja. Denke nicht drüber nach. So stärkst du die Verbindung zur göttlichen Ordnung und Harmonie. Kommen wir zu Tipp 2. Hingabe, Akzeptanz und Loslassen. Ja. Lerne dich dem göttlichen Plan hinzugeben, lerne auf deine Intuition voll zu vertrauen, dich dem Fluss des Lebens zu akzeptieren, wenn Dinge nicht in Ordnung sind, dass du Dinge, die du nicht ändern kannst, akzeptierst und annimmst, wie sie sind, und setze die Brille der Dankbarkeit auf, der Wertschätzung, wo ist mein Geschenk dahinter, was sollte ich daraus lernen, ja? Indem du loslässt und dein Leben annimmst, wie es ist, kannst du leichter in die göttliche Ordnung kommen und in dieser Harmonie leben. Ja. Der dritte Punkt ist dein kreativer Ausdruck. Ja. Nutze kreative Tätigkeiten wie Malen, Schreiben, Tanzen, Musizieren, das hatten wir schon, aber es ist sehr, sehr wichtig, um in diese Ordnung zu kommen, denn damit verbindest du dich mit dieser göttlichen Ordnung. Du verbindest dich mit der Intuition, du verbindest dich mit dem Handeln aus dieser Intuition heraus und dann wirst du dadurch automatisch noch intuitiver handeln und intuitives Handeln bedeutet, du handelst auf Basis der göttlichen Ordnung. Nächster Punkt ist Schattenarbeit. Befasse dich mit dem verborgenen und ungelebten Teilen deiner Persönlichkeit, um Blockaden zu lösen. Und jeder von uns hat eine Entwicklungsstörung von unserer Kindheit. Wir sind im Westen, wir sind nicht in einem perfekten Umfeld erzogen worden, wo die Eltern keine fehlende Selbstregulation hatten, sondern die Eltern von uns sind meistens ausgerastet, haben oft Kinder geschlagen, haben sich nicht toll benommen, haben irgendwelche komischen Verhaltensweisen gehabt, was dazu geführt hat, dass wir das kopiert haben und selber diese Muster haben und das zu erkennen, diese Muster aufzulösen und zu dir selbst zu kommen und deine eigene Selbstregulation zu haben, das ist der Schlüssel, um Schattenarbeit wirklich richtig zu machen. Ja. So kommst du in die göttliche Ordnung, weil Schattenarbeit hilft dir, Heilung und Integration auf tieferen Ebenen zu erreichen. Also sprich, diese Zwiebelschalen, die sich im Laufe deiner Kindheit aufgebaut haben, die deine Muster und deine Masken darstellen, sie abzulösen. Und da verweise ich nochmal auf Chapter 1, Breakthrough in der Meditation Academy. Nächster Punkt ist Rituale und Zeremonien. Führe spirituelle Rituale, Zeremonien durch, die für dich eine ganz besondere Bedeutung haben, um die Verbindung mit der göttlichen Ordnung herzustellen, deine Harmonie zu vertiefen. Rituale können dabei helfen, dein Bewusstsein in das Göttliche zu bringen und zu schärfen, ein Leben in Einklang mit dem Universum zu bringen. Ja. Wenn du sagst, Marco, wie führe ich so ein Ritual durch, dann schreib es mir unten in den Kommentaren. Wenn genug Kommentare sind, dann werde ich ein eigenes Video produzieren zum Thema Rituale, ja, wenn es dich interessiert. 6. Punkt ist Naturverbindung stärken. Also verbringe regelmäßig Zeit in der Natur, im Wald, lausche der inneren Weisheit, der Weisheit der Natur, ehre dich dort, zentriere dich. Die Natur ist ein Spiegelbild der göttlichen Ordnung
Und indem du dich mit dir verbindest, verbindest du dich mit der Harmonie des Lebens und mit der göttlichen Ordnung selbst. Und schlussendlich habe ich für dich etwas ganz Besonderes vorbereitet. Das ist der letzte Tipp. Und zwar, es gibt eine Tonleiter von der Solfeggio-Frequenz, und zwar die 852 Hertz. Die ist dafür zuständig, dass du in die göttliche Ordnung kommst. Ich habe da ein eigenes Video dazu gemacht, ich verlinke es dir hier oder am Ende des Videos. Und diese Frequenz hilft dir, in die göttliche Ordnung zu kommen. Ja. Auch bekannt als La oder als Re ist eine sehr kraftvolle Schwingung, die mit dem Erwachen der Intuition und der Rückkehr zur göttlichen Ordnung und Harmonie verbunden ist. Ja. Du kannst diese Frequenz übrigens 7 Tage lang komplett kostenlos testen. Ich werde sie auch eine Demo davon 20 Minuten hochladen, damit du einfach mal siehst, wie fühlt sich das an, was passiert da ganz genau. Ja. Diese Frequenz unterstützt dich dabei, deinen Geist von negativen Energien und Gedankenmustern zu reinigen, die Verbindung zu deinem höheren Bewusstsein herzustellen und zur universellen Intelligenz zu stärken. Sie nimmt dein Energiesystem her, deines Körpers, baut das auf, erhöht deine Schwingung, löst deine Blockaden und bringt dich in die wahre Natur deines Selbstes, aktiviert dein göttliches Potenzial. Und durch diese höhere Frequenz kommst du einfach in eine höhere Schwingung, in ein höheres Bewusstsein, und dadurch kommst du automatisch in diese göttliche Harmonie, in die Liebe, und dein drittes Auge öffnet sich, und du wirst dadurch, durch deinen Zustand, die Harmonie in deinem Leben manifestieren. Ja. Und diese Frequenz hilft vor allem eben, uns von negativen Einflüssen zu befreien, dich auf das höhere Bewusstsein auszurichten. Und so hast du einfach viel größeren Zugang zur inneren Weisheit und zur Harmonie. Ich habe dazu 8 Phasen, die man in dieser Frequenz durchläuft, mit einer wundervollen Geschichte dahinter und einer Musik. Die erste Phase ist die Einstimmungsphase, dann eine Phase, wo die Reise beginnt. Also alle 7 Minuten verändert sich die Atmosphäre, die Musik. Das Ganze ist in 3D gemacht, eine komplett neue Technologie dahinter, die sehr, sehr intensiv wirkt. Dann geht es in die dritte Phase, Transformation und Aktivierung des dritten Auges. Integration und Lösung von Blockaden ist in der nächsten Phase. Dann die nächste Phase ist die 5. Phase, Erhöhung deiner Schwingung. Dann die nächste Phase ist innere Weisheit und Integration. Die 7. Phase ist Verankerung und Vereinigung mit dem höheren Selbst, und schlussendlich die 8. Phase, das Loslassen und Rückkehr zur Erdung. Ja. Ich habe dazu ein eigenes Video gemacht, wo ich detaillierter darauf eingehe. Ich kann es dir auf jeden Fall empfehlen, das zu hören. Wie gesagt, kannst du 7 Tage lang in der App kostenlos testen. Wird auf jeden Fall, wenn du in Spiritualität oder Meditation reingehst und dort in Solfeggio-Frequenzen, die 852er Frequenz ist es, und einfach da draufklicken, dauert 1 Stunde, also alle 7 Minuten ein neues Abenteuer, und einfach mal durchhören und regelmäßig hören. Du wirst merken, wie sich diese Harmonie in dir bildet, wie sie sich im Außen manifestiert und zeigt. Das wirst du nach dem ersten Mal schon hören, wie sich plötzlich dein Leben verändert und deine Ausrichtung, deine Erdung, deine Zentrierung sich ändert. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen. Ich konnte dir sehr, sehr viele Tipps geben. Ich weiß, das Video ist ein bisschen länger geworden, aber es war geballt mit viel Wissen, mit vielen Tipps, die dich einfach dazu bringen, in diese eigene innere Harmonie zu kommen. Weil wenn du es geschafft hast, diese Harmonie und diese Liebe zu leben und auszudrücken, dann wirst du nicht mehr in dieser alten Matrix sein. Du wirst ausbrechen aus dieser Matrix und wirst in ein höheres Bewusstsein kommen. Also in ein Bewusstsein, welches dich nicht mehr im Dualismus festhält, wo du mit Liebe, mit Harmonie, mit Mitgefühl und Verständnis dir selbst und anderen Menschen gegenüber umgehst. Und das ist das, worum es schlussendlich in diesem Kanal geht. Ja. Also, zu guter Letzt nochmal, gehe auf Brainwave 3D, hol dir die App, kannst 7 Tage lang testen und höre dir diese 852er Solfeggio-Frequenz an. Und ich bin mega gespannt, was du da erlebst. Schreib es mir hier in den Kommentaren hinein. Und ich freue mich sehr, dich im nächsten Video wiederzusehen. Und wie gesagt, zu jedem dieser 7 Phasen werde ich in Zukunft ein eigenes Video machen und viel tiefer drauf eingehen. Und danke nochmal fürs Liken, fürs Unterstützen, und teile das Video an deine Freunde, wenn du das Gefühl hast, ja, der braucht dieses Wissen auch. Ja, in dem Sinne, bis bald und vielen lieben Dank fürs Zusehen. Danke für deine Zeit.